Es macht einfach riesengroßen Spaß, mit jungen Fußballern zusammenzuarbeiten. Ich spiele nicht Fußballmanager, wir spielen Fußballmanager eigentlich im Real Life. Wir sind in vielen Gesprächen derzeit, ich kann aber noch nichts Konkretes sagen. Ja, servus liebe Bayern-Fans, vielen Dank für eure Fragen und ich bin schon sehr gespannt, was mir erwartet. Packen wir es an. Frage von Jan: Ist Ihnen die Jugendarbeit beim FC Bayern eine Herzensangelegenheit? Ja, absolut ist die Jugendarbeit grundsätzlich eine Herzensangelegenheit. Ich schaue sehr, sehr gerne jungen Fußballer beim Fußballspielen zu. Ich liebe es, mit jungen Menschen, mit jungen Fußballern Zeit zu verbringen, wenn man sieht, wie sie sich entwickeln, wie was vorangeht, wenn man Karrierepläne schmiedet. Ich glaube, das ist einfach das Schönste, Jugendmannschaften zuzusehen. Da gibt es noch nicht so einen Druck, die haben einfach Spaß am Fußball und darum ist das noch sehr, sehr schön, auch mit den Burschen dann über ihre Ziele zu sprechen, über Pläne zu sprechen, auch mit den Eltern. Es macht einfach Spaß, junge Menschen in ihrem Leben zu begleiten. Frage von Goldmaschine 4590: Was ist dein österreichisches Lieblingsessen? Ja, ist gar nicht so einfach. Es gibt viele gute Speisen in Österreich. Österreich ist ja bekannt für sehr, sehr gute Küche. Ich mag sehr, sehr gerne süße Nachspeisen, wie Schwarzbeernocken, Marillenknödel, aber auch ein gutes Wiener Schnitzel ist sehr, sehr gut. In Österreich kann man sehr, sehr gut essen gehen und das tue ich auch sehr, sehr gerne. Frage von Julian W. Wer war als Kind dein Idol? Ja, da hat es eigentlich zwei Idole gegeben. Das eine war einmal der Diego Maradona, außergewöhnlicher Fußballer, kennt ihr sicher alle noch sehr, sehr gut, war absolute Legende zu meiner Kindheit. Und ich war ein großer FC Tirol-Fan damals, da hat der Hansi Müller gespielt, mit der Nummer 10, ein sehr, sehr guter Fußballer aus Deutschland, was den österreichischen Fußball sehr geprägt hat. Das waren eigentlich meine zwei Idole beim Fußball, wie ich noch junger Bursch war. Frage von Fußballfan: Wer sind Ihre persönlichen 3 All-Time-Legenden, die für den FC Bayern München gespielt haben? Ja, ist auch gar nicht so einfach. Es hat ja extrem viele herausragende Spieler gegeben bei Bayern München. Aber für mich die 3 All-Time-Legenden: Franz Beckenbauer, Gerd Müller und als Österreicher der David Alaba. Ich glaube, alle diese 3 Spieler haben den FC Bayern München auch sehr geprägt, aber man könnte sehr, sehr viele aufzählen, aber diese 3 sind mir jetzt als erstes eingefallen. Öffentlich liest man oft von Ihrem guten Verhältnis zu Thomas Tuchel. Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus? Sprecht ihr täglich? Ja, wir sprechen eigentlich täglich, der Thomas und ich, und es macht wirklich großen Spaß, mit Thomas sich auszutauschen, mit ihm über Fußball zu diskutieren, aber auch über andere Sachen im Leben zu sprechen. Und er ist ein richtig guter Trainer, aber auch ein richtig guter Mensch, mit dem er gern Zeit verbringt. Und wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder gut austauschen und einen guten Draht zueinander gefunden haben. Frage von Philipp22: Wer ist in Ihren Augen der beste Spieler, den Sie bis jetzt begleitet haben? Schwierige Frage. Es gibt viele Spieler, die ich begleiten durfte schon und die richtig gute Karriere gemacht haben. Vielleicht der spektakulärste Spieler ist der Erling Haaland, der ja sehr jung zu uns damals nach Salzburg gekommen ist. Aber auch ein Naby Keita, Sadio Mané, Dayot Upamecano, die wir sehr jung nach Salzburg geholt haben, haben sich extrem entwickelt. Mir persönlich taugen auch immer wieder Spieler, die ich sehr, sehr lange kenne, wie unser Spieler hier, der Conny Leimer, der bei uns damals in Salzburg in der Akademie schon gespielt hat, als sehr junger Bursche. Aber ich könnte viele Spieler aufzählen, aber es macht einfach riesengroßen Spaß, immer wieder mit jungen Leuten, mit jungen Fußballern, mit Fußballern generell zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln und gemeinsam mit ihnen Erfolge zu feiern. Wie sehr bist du mit dem Campus in Verbindung? Was sind dort deine Pläne? Der FC Bayern München verfügt über einen richtig guten Campus, viele gute Mitarbeiter dort. Es ist eine sehr, sehr gute Energie am Campus, im Campus. Ich will einfach die Verzahnung und den Austausch zwischen der Sebener Straße und den Verantwortlichen am Campus noch ein bisschen vertiefen und intensiver gestalten. Es ist einfach wichtig für die Zukunft, dass wir einen guten Austausch haben, dass wir viele junge Spieler entdecken und diese Talente dann auch richtig gut fördern und fordern und mit ihnen gut arbeiten. Und dann bin ich überzeugt, dass wir in Zukunft viele Spieler, die wir an den Campus holen, auch zu richtig guten Profis und im Best Case auch zu FC Bayern-Spielern entwickeln können. Frage von Eberham 5: Welche Rolle spielt der Charakter bei der Analyse eines Spielers durch das Scouting-Team? Ja, der Charakter von einem Fußballspieler ist für mich sehr, sehr wichtig und auch für unser Scouting-Team.
Es gibt ja viele Talente, die Fußball spielen, aber für mich ist die Mentalität und der Charakter ganz eine wichtige Eigenschaft, wo es dann hingeht in der Karriere von einem Fußballspieler. Und darum ist es uns sehr wichtig, dass wir viel über die Mentalität oder über den Charakter herausfinden, bevor wir einen Spieler verpflichten, weil das ganz eine wichtige Eigenschaft ist, wo es dann hingeht in seiner Karriere. Und wie schon gesagt, richtig charakterstarke, willensstarke Spieler machen meistens ihren Weg und sind auch für ihre Mannschaft sehr wichtig. Nutzen Sie auch Social-Media-Plattformen, um auf Spieler aufmerksam zu werden? Ich nütze das nicht, ich bin dort auch nicht vertreten, aber natürlich unser Scouting-Team nutzt Social-Media-Plattformen auch, um Informationen zu generieren oder zu bekommen, wie sich ein Spieler verhält, auch außerhalb des Fußballplatzes. Aber grundsätzlich, dass wir auf Spieler aufmerksam werden, das passiert nicht über Social-Media-Plattformen. Frage von Noah. Wie entscheidet ihr beim FC Bayern über Transfers und welche Rolle spielst du dabei? Ja, das ist natürlich ein Prozess, bevor wir einen Spieler verpflichten. Erstmal ist wichtig, welchen Spielertyp suchen wir, welche Rolle soll der Spieler im Team einnehmen, welche Position suchen wir. Und dann gibt es viele Diskussionen, zuerst mit unseren Scouts, welche Möglichkeiten haben wir am Markt, welche Spieler könnten interessant sein. Dann gibt es Gespräche mit dem Trainer, mit dem Trainerteam, welchen Charakter wollen wir zu uns holen. Und man macht sich so ein gesamtes Bild und dann kommt es auch ein bisschen noch auf das Bauchgefühl an, wie man sich dann entscheidet und ob das Spiel auch wirklich umsetzbar ist und wirklich eine Möglichkeit besteht, den Spieler auch zum FC Bayern München zu holen. Frage von Roman Enzinger. Haben Sie einfach ein gutes Auge für ein Talent oder steckt da viel mehr dahinter? Ich habe immer ein gutes Team rund um mich herum gehabt. Wenn wir Spieler entdeckt haben, wenn wir Spieler zum Verein geholt haben. Für mich ist immer der Austausch wichtig, dass man viele Informationen bekommt und sich ein Gesamtbild macht von dem Spieler. Und wie schon gesagt, es ist dann auch immer wieder ein Bauchgefühl, ob der Spieler zu dem Trainer, zum Team, zum Verein passt. Und im Endeffekt, ein gutes Auge ist natürlich nicht schlecht im Fußball, aber das Gefühl für das Gesamtpaket vom Spieler ist für mich ganz ein entscheidender Faktor, ob man dann einen Transfer tätigt oder nicht. Wie verfolgen Sie junge Talente, die sich aktuell in einer Leihe befinden? Ja, wenn wir einen Spieler verleihen, ist es eigentlich für ihn der nächste Ausbildungsschritt und ist eine wichtige Phase in seiner Karriere. Darum ist es ganz wichtig, dass wir die Spieler Woche für Woche verfolgen. Wir bekommen von jedem Spieler auch immer einen Bericht, wie lange hat er gespielt, wie hat er gespielt. Es werden auch immer wieder Szenen geschnitten. Wir haben jetzt auch einen Leihbeauftragten mit Richard Kitzbühler, der ein kleines Team bei uns hinter sich hat und die immer wieder in Kontakt stehen mit den Spielern, auch vor Ort hinfahren oder hinfliegen, sich mit den Spielern austauschen. Und wie gesagt, das ist ganz ein wichtiger Faktor, dass man mit den Jungs in Kontakt bleibt, dass man sie verfolgt und jede Woche einfach darauf schaut, wie sie sich entwickeln und im Austausch bleibt. Spielst du Fußballmanager, um das echte Managerleben mit Daten und Statistiken zu unterstützen? Ich spiele nicht Fußballmanager, wir spielen Fußballmanager eigentlich im Real Life. Ich glaube, das ist ein ganz richtig cooles Spiel. Auch meine Jungs spielen es zu Hause und so bekommt man das ein bisschen mit. Aber ich habe ansonsten genug zu tun, um im Fußball viele Fakten und Daten einzusammeln und die zu verarbeiten. Also bei mir spielt sich das vieles im realen Leben ab. Gibt es da ab und zu mal einen Tipp von deinen Jungs? Ja, natürlich. Man diskutiert immer wieder mal zu Hause und so über Spiele. Die sind auch ganz tief in Themen drinnen. Und da wird schon immer wieder mal diskutiert. Ja. Mit Richard Kitzbühler und René Maric sind zwei enge Vertraute von dir am FC Bayern Campus. Was erwartest du dir von ihnen? An Richard und an René kenne ich auch schon sehr lange, habe ein enges Vertrauensverhältnis. Beide sind erstens einmal sehr gute Menschen, was sehr wichtig ist, wenn man mit jungen Fußballern zusammenarbeitet und haben sehr viel fachliches Know-how und sind fleißig. Ich erwarte mir einfach, dass man viele Gespräche führen, viele Diskussionen führen, gemeinsam mit Jochen Sauer und auch mit Halin Altildop, viele junge Spieler einfach an ihr höchstes Level entwickeln können und dass wir möglichst viele Spieler auch für den FC Bayern München entwickeln. Und da ist wichtig, dass wir viele gute Mitarbeiter haben, ein gutes Vertrauensverhältnis und einfach die richtigen Leute an den Jungs dran haben. Und ich bin überzeugt, dass wir da jetzt ein sehr gutes Team aufgestellt haben. Frage von Sebastian. Hat der FC Bayern für die kommende Winter- und Sommertransferperiode durch ihr großes Netzwerk eventuell Spieler auf dem Zettel, mit denen man vielleicht nicht unbedingt rechnet?
weil zu unbekannt. Ja, das werden wir sehen in den nächsten Transferperioden, welche Transfers wir wirklich dann tätigen. Es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, wenn wir Spieler zum FC Bayern München holen, zu einem der größten Vereine der Welt, als wie es davor bei mir der Fall war, wo wir fast nur junge Talente gescoutet haben, aber den ein oder anderen unbekannteren Namen wollen wir schon zum FC Bayern München auch holen in den nächsten Monaten und Jahren und dann zu richtigen Top-Spielern entwickeln. Das ist schon ein großes Ziel von mir und auch von unserem Verein. Ja, ich sehe hier auch noch viele Namen, die uns zugerufen werden und wo spekuliert wird, wer jetzt zum FC Bayern München stoßen könnte. Viele Transfergerüchte. Aber die gibt es ja jedes Jahr, viele Transfergerüchte, von dem lebt ja auch der Fußballsport, von dem lebt das ganze Business. Wir werden sehen, was wir im Endeffekt dann machen, was das Bestmögliche für den FC Bayern München ist. Wir sind in vielen Gesprächen derzeit, ich kann aber noch nichts Konkretes sagen, will auch nicht auf einzelne Namen jetzt eingehen, aber ich kann euch versprechen, dass wir ja mit Hochtouren daran arbeiten, dass wir wieder eine sehr, sehr gute Transferphase haben werden und dann im Frühjahr richtig voll angreifen können und den ein oder anderen guten Spieler zu unserem Club bringen werden. Vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, es war interessant. Ihr konntet einiges erfahren über mich und den Verein und ihr habt eine gute Zeit gehabt.